In diesem Video stelle ich euch die zwei besten Knotenverbindungen vor, um ein Fluorocarbon bzw. Monovorfach an die Geflechtschnur zu knüpfen und um den Einhänger mit dem Monovorfach zu verbinden. Zu beiden Knotenarten habe ich jeweils schon separate Videos gemacht, aber ich möchte sie hier mal zusammen zeigen, damit ich sowas hier in Norwegen nicht nochmal sehe. Denn diese Knotenverbindungen sind vollkommen ungeeignet und unzählige Angler hier in Norwegen erscheinen mit solchen wilden Konstruktionen. Auch in diesem Video möchte ich ein Tool bzw. zwei Tools vorstellen, die man eigentlich verpflichtend dabei haben sollte. Nämlich dieses Set hier. Warum? Jetzt. Die erste Knotenkombination, die ich zeigen möchte, ist Strähnknoten und Paloma-Knoten. Das sind die beiden einfachsten Knoten, aber es ist nicht die bestmöglichste Lösung. Warum ist es nicht die bestmöglichste? Ganz einfach, der Paloma-Knoten und der Strähnknoten haben im Verhältnis zu den beiden anderen Knoten, dem FG-Knoten und dem Miller-Knoten, etwas geringere Tragkraft und sie lassen sich nur bis Schnurstärken von etwa 0,50 mm binden. Daher natürlich jetzt erstmal ein etwas dünnerer Schnur und dazu brauche ich auch schon diese Tools. Das hier ist ein altes Vorfach, das ich gerade kürze. Ja, und da ist direkt schon die Frage immer, was macht man mit diesen Schnurresten? Man steckt sie dann in die Hosentasche oft so, aber da ist dann so, dass sie dann eben genauso schnell wieder rausfallen. Und das finde ich echt eine geniale Lösung. Da gibt es diesen Eimer, der hat so eine Öffnung hier. Da stopft man den Kram rein und da kommt er auch nicht wieder raus. Anders als aus der Hosentasche. Und wenn man das Ganze entleeren will, hat man hier dieses Mäulchen, was man aufmacht, und dann kann man das Ganze eben schön zu Hause entsorgen. In dieses kleine Eimerchen kann man natürlich auch prima dann eben Haken oder Köderteile reinstopfen und er lässt sich vergrößern. Auch genial, das Ganze ist aus Silikon. Und das kann man zusammen eben mit diesem Einhänger prima eben an diesem Gürteltäschchen mit Schlaufe und Schere am Gürtel montieren. Finde ich echt genial. Den Link für diese beiden Produkte findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Erstmal der Strähnknoten, also der Verbindungsknoten, der einfache zur Verbindung von Fluorocarbon an das Geflecht. Das ist eine vierfache Überhandschlaufe, ein vierfacher Überhandknoten, wenn man so will. Den zieht man einfach da drauf. Ganz simpel. Und auf der Gegenseite macht man dann den Knoten, den zumindest einige können. Das ist der Fisherman's Knot, also der Clinch-Knoten. Wisst ihr, so ungefähr 7 Mal rum. Dann durch die Schlaufe durch. Und dann zur Sicherheit nochmal die andere Schlaufe. Fertig. Total simpel, total einfach, total schnell. Aber wie gesagt, funktioniert nicht bei dicken Schnurdurchmessern. Ans Ende knüpfen wir dann hier unseren Einhänger. Wisst ihr, ich fische meistens eben mit Tönchenwirbel und Sprengring. Das ist ja wirklich eine Kombination, aus der es kein Entrinnen gibt. Der Paloma-Knoten geht wie folgt. Man macht eine Schlaufe, so. Und diese Schlaufe steckt man dann durch den Einhänger durch die Öse, macht einen Knoten oben drüber, so. Und dann die entstandene Schlaufe nutzt man, um den Einhänger nochmal da durchzustecken. So sieht der Paloma-Knoten aus. Kürzt die Sache natürlich. Selbst diese Schnurrestchen, die sonst überall mal rumfliegen, kann man prima in den Eimer stecken. Wenn man aber ein bisschen besser basteln kann und wirklich die stärksten Knoten haben will, auch bei dünnerer Schnur, dann verwendet man hier einen FG-Knoten und hier den Miller-Knoten. Habt ihr schon in meinem anderen Video vielleicht gesehen? Die beste und schnellste und einfachste Methode, den FG-Knoten zu binden, ist, indem man ein Stück Schnur in den Mund nimmt.
So, dann macht man einen einfachen Knoten über die beiden Schnüre drüber, also über das Geflecht und über die Monoschnur. Zuziehen, Wicklung gesichert schon. Noch einen. Und darüber macht man noch ohne das Fluorocarbon einen selbstsichernden Knoten. Der wird von oben nach unten gewickelt. 3 bis 4 Mal. Das ist vollkommen ausreichend. Der FG-Knoten, der erfordert ein bisschen Vertrauen in das, was man so gefriemelt hat. Abschneiden, die Schnurreste direkt einfangen und in das Eimerchen. Und unten am Ende kommt dann der Miller-Knot. Einmal durch, die Öse von dem Einhänger, von der Gegenseite nochmal. Dann haben wir jetzt so eine Schlaufe. Da oben nur zweimal rum, oben drüber. Und dann durch die beiden entstandenen Schlaufen durch und eben die Sicherung nochmal. Der sieht so aus. Hier haben wir den FG-Knoten und am Ende den Miller-Knot. Das ist wirklich die beste, stärkste Lösung für alle Schnurdurchmesser. Aber sowas hier will ich nicht nochmal in Norwegen sehen.